Hallo meine Lieben, es ist mal wieder Zeit für ein Dial-In. Diesmal haben wir etwas weiter unten ins Regal gegriffen und uns einen Kaffee von der Hausmarke von DM ausgesucht. Aus Peru, Fairtrade und Naturland zertifiziert. Schauen wir mal, ob er auch was kann. Dann schauen wir uns mal an, was auf der Verpackung so draufsteht, welche Informationen wir bekommen. Also wie gesagt, ein DM Bio Kaffee aus Peru. Kaffee-Crema ist die Röstung, also eine andere Zubereitung wie Espresso. Kaffee-Crema-Röstungen sind in der Regel deutlich heller wie eine Espresso-Röstung. Mir spielt es in die Karten. Für euch ist es gut zu wissen, wenn ihr eher auf der dunklen Seite der Macht seid und eher dunkle, kräftige Röstungen möchtet, vielleicht eher keinen Kaffee-Crema kaufen. Wie gesagt, einfach andere Zubereitungen. Außerdem ganze Bohne, 100% Arabica, Bio-zertifiziert, Fairtrade-zertifiziert, Naturland zertifiziert. Jede Menge Zertifizierung. Also diese Fair-Label sind schon okay. Ist nicht alles super duper, was die machen, aber es ist zumindest ein guter Ansatzpunkt und macht es dem Endkonsumenten doch wesentlich einfacher, Produkte auszuwählen, die jetzt vielleicht nicht ganz für den Allerwertesten sind. Nichtsdestotrotz gibt es auch hier Licht und Schatten. Ansonsten haben wir hier noch eine relativ gute Nachverfolgbarkeit bzw. eine relativ genaue Ortsangabe, wo der Kaffee herkommt, nämlich aus dem Distrikt Pichanaki, wie man es auch immer ausspricht. Hier unten hat man dann nochmal eine Auflistung von den verschiedenen Regionen, bla bla bla, das ratter ich euch jetzt nicht alles runter, ist jetzt auch nicht so relevant. Aber was man daraus schließen kann, je nachvollziehbarer die Handelskette eines Kaffees ist, desto fairer ist er in der Regel auch, weil dann kann ich nämlich wirklich kontrollieren, wo das Geld gelandet ist. Hier ein großer Unterschied zu dem Aldi-Kaffee, den ich hier schon mal mit drin hatte, kostet aber auch das Doppelte. Also der Kaffee kostet die 500 Gramm 6,95 €. Der Aldi-Kaffee, den ich schon mal im Dial-In hatte, den verlinke ich euch auch, der hat 6,99 € für das Kilo gekostet. Ja, also wie gesagt, ist der hier doppelt so teuer. Immer noch auf der eher günstigen Seite für meine Empfindung. Sonst, was haben wir hier noch drauf? Intensität 3,5 von 4 Kaffeebohnen. Habe ich auch schon mal drüber gesprochen, ist jetzt nicht so aussagekräftig und wird für den Kaffee-Vollautomat empfohlen. Dann sollten wir doch auch mit der Espressomaschine irgendwas halbwegs Brauchbares rausbekommen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Bohnen einfach mal an, was die Qualität erhoffen lässt. Auf geht's! Riecht schon mal sehr intensiv, aber vom Geruch her ist es, glaube ich, genau das, was viele von euch suchen. Das schokoladig, nussige. Der Kaffee, wie schon vermutet, ist auch nicht pechschwarz, sondern ist relativ moderat. Also eine mittlere bis mitteldunkle Röstung. Der Kaffee wird noch nicht ölig. Auch von der Qualität her schaut er eigentlich echt ganz okay aus. Also ich habe kaum Bruch hier drin. Das Röstbild schaut relativ gleichmäßig aus. Die Bohnengröße ist gleichmäßig. Also bis hierhin schon mal echt nicht verkehrt. Vielleicht wird es der erste Supermarktkaffee oder in dem Fall Drogeriemarktkaffee, den man tatsächlich verwenden kann, der wirklich was taugt. Dann reden wir noch ganz kurz über das Equipment, was wir heute machen. Wie gesagt, oder wie immer, meine Decent. Heute benutzen wir ein Classic Italian Espresso Profil. Das heißt, ich habe eine kurze Präinfusionsphase, danach geht der Druck hoch auf 9 Bar und dann werden einfach die 9 Bar konstant gehalten und die Flowrate entsprechend angepasst. Viel nerdiger Schnicki-Schnacki. Was ihr davon mitnehmen könnt, ist einfach, das Profil läuft so ab wie 90% der Kaffeemaschinen, die ihr zu Hause stehen habt. Deswegen, darum müssen wir uns kein Problem oder keine Gedanken machen. Die Temperatur ist auf 94 Grad, relativ hoch. Für italienische Espressi kann man das ganz gerne mal verwenden. Aber wir gucken jetzt einfach, was bei rauskommt. Sonst werde ich den Kaffee mahlen mit meiner Niche Zero. Ich verwende ein 16 Gramm Sieb bzw. ein 15 Gramm Sieb mit 16 Gramm Füllung von VST. Ja, und viel mehr gibt es nicht zu sagen. Dann würde ich sagen, ziehen wir den ersten Shot, gucken, wo wir landen und schauen von da aus weiter. So, also wir sehen schon, Kaffee läuft viel zu schnell, ist auch sehr dünn am Anfang rausgelaufen und innerhalb von 11 Sekunden rausgelaufen. Also
Deutlich zu grob der Mahlgrad. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal einen Richtwert und wissen, wo wir anfangen. Wir sehen es auch an der Crema. Super dünn, beziehungsweise nicht existent. Einfach, weil er auch den Druck wahrscheinlich gar nicht aufbauen konnte. Genau, wir sind hier unter 4 Bar, wenn wir hier nochmal reinschauen. Und das bedeutet, dass es gar keine Crema entstehen kann. Also um eine Cremabildung zu haben, muss ich mindestens über 4 Bar drüber kommen. Alles darunter sieht dann eben so aus. Den probiere ich jetzt auch gar nicht. Stelle erstmal die Mühle feiner und gucke, dass wir in den Zielbereich kommen. Fast forward. Okay, der läuft jetzt nicht perfekt. Wir sehen, wir haben noch ein paar trockene Stellen im Puck. Läuft aber auch sehr fein. Also, beziehungsweise der Mahlgrad war sehr fein. Das heißt, er läuft recht langsam. Wobei die Gesamtzeit genau gepasst hat. Also, der Kaffee ist jetzt genau 25 Sekunden gelaufen. Bei einem Verhältnis von 1:2. Ich habe 16 Gramm reingemacht, 32 Gramm kamen jetzt raus. Vom Mahlgrad her, auf der Nische bin ich jetzt von 15 auf 7,5 runter. Also ich habe den Mahlgrad quasi halbiert, da wir doch schon eine recht große Zeitveränderung gebraucht haben. Deswegen hat das ganz gut gepasst, wie man sieht. Direkt auf 25, so soll es sein. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal. Die Crema nicht super dick, nicht so super voluminös, was aber normal ist auch für einen 100% Arabica. Die haben einfach nicht so eine dicke Crema. Auch ist er jetzt nicht mehr so ganz taufrisch. Ist immer noch in dieser Range von 3 Monaten. Aber man merkt selbst da schon, dass der Kaffee eben langsam abnimmt. Deswegen würde ich sagen, probieren wir jetzt einfach mal. Also von der Nase, ja, wie gesagt, diese klassischen Schokonussaromen. Er hat eine recht schöne Textur tatsächlich, also einen schönen Körper. Allerdings, und das ist auch das, was ich eingangs gesagt habe, ihr habt da schon eine recht fruchtige Note drin und eine leichte Säure mit drin. Dadurch, dass es eben eine Kaffee-Creme-Röstung ist. Also der ist für viel, viel längere Brühverhältnisse geröstet, wie das, was wir jetzt machen. Ja, deswegen achtet drauf, wenn ihr einen Kaffee kauft und Espresso machen wollt, kein Kaffee-Crema nehmen, vor allem nicht dann, wenn ihr ein Problem mit Frucht und Säure im Kaffee habt. Also ich finde es angenehm. Es macht den Kaffee einfach ein bisschen spannender, ein bisschen komplexer, wie einfach nur diese sehr röstige Nummer, aber ist natürlich nicht jedermanns Sache. Ja, sonst, diese Note ist halt recht konzentriert, also bei dem Kaffee würde ich jetzt sogar eher in eine etwas längere Ratio gehen, wie 1:2, das ist ein bisschen zu kurz. Und dann kriegen wir auch diese Säure ein bisschen besser raus, beziehungsweise schöner eingebunden. Ich will sie ja nicht rauskriegen im klassischen Sinne, sondern ich möchte sie harmonisieren, wenn ich so möchte. Also was wir jetzt gemacht haben, ich habe den Mahlgrad auch noch mal ein bisschen gröber gemacht, da wir ja in der gleichen Zeit, um die 25 Sekunden, mehr Kaffee als Ergebnis haben möchten. Und entsprechend muss der Mahlgrad auch ein bisschen gröber gewählt werden. Ja? Wir sehen trotzdem, der Kaffee läuft jetzt ein bisschen besser an. Ja? Also ich habe keine so trockenen Stellen mehr drin. Allerdings läuft er doch noch recht unregelmäßig. Und es wirkt fast, als hätte er sehr stark gechannelt. Was den Durchlauf angeht, wir waren jetzt bei 21 Sekunden, sind also ein bisschen zu grob geworden im Mahlgrad. 4 Sekunden fehlen. Wir haben das Verhältnis aber deutlich verlängert. Also wir sind jetzt auf 1:2,5 gegangen, das heißt 16 Gramm rein, 40 Gramm raus. Hätten das eben eigentlich in der gleichen Zeit haben wollen, aber jetzt probieren wir es trotzdem. Crema unverändert, so wie vorhin, immer noch eine sehr dünne Crema. Aber eine schöne Farbe, also nicht so dunkle schlierend, sondern ein schönes helles Braun. Auch nicht zu hell, also für die Röstung eigentlich ganz gut. Jetzt probieren wir einfach mal. Schmeckt schon wesentlich ausgewogener. Die Fruchtigkeit, die Säure ist jetzt schöner eingebunden. Ich habe aber natürlich ein bisschen Textur und Körper verloren. Also wenn ihr die Brew Ratio erhöht, habt ihr den Effekt, dass ihr die Aromen schöner einbindet. Ihr hobelt die Kanten mehr oder weniger ab von eurem Espresso. Ja? Also er ist nicht mehr so kantig, nicht mehr so unausbalanciert, manchmal sogar. Dafür verliert er aber an Textur und an Körper. Also er wird einfach dünner und wässriger, was ja irgendwo auch logisch ist, wenn ich mehr Wasser reingebe. Deswegen, hier muss man so ein bisschen die Balance finden zwischen dem, was man sucht und was der Kaffee eben bietet. In dem Fall, was machen wir hier jetzt? Also wie gesagt, ich würde auf jeden Fall gerne noch auf die 25, vielleicht sogar eher 26, 27 Sekunden gehen. Also eher ein bisschen über die 25 Sekunden rüber, weil ich das Gefühl habe, dass der Kaffee dann noch ein bisschen mehr Süße liefert und ein bisschen komplexer wird.
wird aber gleichzeitig die Brew-Ratio auch wieder ein bisschen reduzieren. Also 1 zu 2,5 ist ein bisschen zu viel. Also da ist er ein bisschen zu wässrig für meinen persönlichen Geschmack. Für den einen oder anderen kann es aber auch ganz gut passen. So. Das machen wir jetzt. Das heißt, wir müssen den Mahlgrad noch mal einen Ticken feiner machen, dass wir eben ein bisschen längeren Bezug haben und die Brew-Ratio ein bisschen runterfahren. Kaffee läuft eigentlich ganz okay an. Wir sehen einfach, dass der Kaffee schon ein bisschen älter ist und schon ein bisschen ausgeraucht ist. Also das sieht man schon daran, wie er fließt und die Farbe, die er hat. Also da ist einfach nicht mehr viel CO2 im Kaffee selber drin. Wunderbar, der Shot an für sich lief eigentlich ganz gut. Schauen wir uns mal an. Crema unverändert, relativ hell. Aber das liegt eben auch an der helleren Röstung. Von der Farbe her absolut in Ordnung für die Röstung. Ich habe keine dunklen Schlieren am Glasrand, was oft auf eine Überextraktion hindeutet. Aber bei 24 Sekunden sind wir da eh noch weit von entfernt. Nicht so dick wegen Arabica und nicht mehr ganz so viel CO2 in der Bohne. Ja, wesentlich besser. Also das ist jetzt der beste Shot von denen, die wir bisher hatten. Schön ausgewogen. Hat wieder ein bisschen mehr Textur gekriegt, wirkt nicht mehr ganz so wässrig. Also allein dadurch, dass wir jetzt eben von 40 Gramm Out auf 37 Gramm runtergegangen sind, also lediglich 3 Gramm, hat es den Kaffee schon wieder deutlich beeinflusst. Die Fruchtigkeit ist jetzt auch sehr zurückgegangen. Also er ist nicht mehr so, geht nicht mehr ins Säuerliche, sondern ist schön eingebunden. Ist immer noch kein röstiger Kaffee, also kein so eine italienische Autobahn-Tankstellenbombe. Ja. Immer noch sehr schlank, sehr filigran, aber wesentlich harmonischer. Was jetzt die Parameter eben anging, wir haben 16 Gramm rein, 37 raus in 24 Sekunden bei 94 Grad. 94 Grad ist schon eher hoch, das schaffen auch viele Maschinen, die keine PID haben, also keine Möglichkeit, die Temperatur einzustellen, kommen schon gar nicht so hoch, die bleiben da auf 92, das heißt, da kriege ich dann vielleicht noch eher ein Problem mit der Säure. In dem Fall hat es jetzt gut funktioniert, also an der Temperatur würde ich nichts mehr ändern. Man könnte jetzt noch ein bisschen spielen mit den Verhältnissen, ein paar Sekunden länger vielleicht noch gehen, wobei er hier jetzt schon leicht röstig wird und leicht so an der Bitterkeit kratzt, ja, was gerade für diesen Kaffee, der doch eher auf der fruchtigeren Seite ist, vielleicht nicht so optimal wäre. Aber das ist natürlich immer eine Frage des persönlichen Geschmacks. Hier sind wir jetzt zumindest auf diesem Sweet Spot Plateau, wo ich sage, okay, hier ist er jetzt ausgewogen, jetzt muss ich für mich eben so ein bisschen abstimmen, in welche Richtung er eher gehen soll. Eher ein bisschen fruchtiger, eher ein bisschen bitterer, extrahierter, aber absolut in Ordnung. Dann kurzes Resümee. Tatsächlich muss ich sagen, ist das einer der besten Supermarktcafés, die ich bisher probiert habe. Einfach deswegen, weil er nicht nur nach Röststoffen schmeckt, dann ein bisschen mehr zu bieten hat tatsächlich, also auch gerade in einem Cappuccino oder sowas wird das ganz gut kommen, glaube ich, ja, weil der einfach mild ist und Aromen mitbringt, die eben nicht nur Röstung und Karamell und verbrannt bieten. Es ist jetzt natürlich kein High-End-Kaffee, also er ist jetzt nicht super vielschichtig, Godshot-like, wow, mind-blowing, aber wie gesagt, zum einen war er frisch verfügbar oder relativ frisch. Ich habe ihn jetzt halt, wie gesagt, nur ein bisschen stehen lassen. Und zum anderen ist er gut nachverfolgbar, was auch wieder für den Kaffee spricht. Die Qualität, die Bohnenqualität an für sich ist gut und der Preis ist echt in Ordnung. Also, was heißt echt in Ordnung? Der ist echt günstig. Ja, also wir sprechen hier von 7 Euro fürs halbe Kilo, das heißt 14 Euro für ein Kilo Kaffee. Das ist eigentlich unter dieser 15 Euro Grenze, wo ich immer sage, da sollte man aufpassen. Aber ja, da die in größerem Stil produzieren, können die den Preis natürlich noch ein bisschen drücken und unter diese 15 Euro runtergehen. Also ich würde mal sagen, wenn nichts anderes verfügbar ist, weil ich unbedingt Kaffee brauche, wäre das ein Kaffee, auf den ich tatsächlich mal zurückgreifen würde. Gerade für eine Schulung oder sowas, glaube ich, ganz interessant. Von dem her muss man eben einfach wissen, ob man mit den fruchtigen Noten zurechtkommt oder nicht. Den kann man auf jeden Fall mal machen. Wunderbar, dann haben wir auch diesen Kaffee wieder eingewählt gekriegt. Wie gesagt, probiert es aus, spielt ein bisschen mit rum.
ist nur ein Vorschlag. Da gibt es natürlich noch viele, viele andere Möglichkeiten, den Kaffee richtig einzustellen. Ihr könnt ihn natürlich auch gerne mal als Kaffeecreme probieren tatsächlich. Also Kaffeecreme macht ihr quasi eure 16 Gramm in den Siebträger, malt aber so grob, dass die ganze Tasse innerhalb dieser 25 Sekunden vollläuft. Also ihr macht jetzt nicht einfach denselben Kaffee rein mit dem gleichen Mahlgrad und lasst den einfach 10-mal so lang laufen, bis die Tasse einfach voll ist. Das wird nicht schmecken. Also ihr müsst den Mahlgrad entsprechend schon anpassen, aber dann funktioniert das sicherlich auch als Kaffeecreme gut. So, jetzt habe ich mich doch ein bisschen verlabert. Wie dem auch sei. Danke euch fürs Zugucken. Ich hoffe, es war wieder was Hilfreiches dabei. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen und lernen. Wenn ihr das Video cool fandet, abonnieren, liken wie immer. Eine Packung geht auch, wenn gewünscht, frage ich nach, an meine Patreons, die mich immer unterstützen und wir solche Dial-Ins, solche Käufe eben ermöglichen, mir da ein Budget für geben. Wenn auch dich das interessiert, freut mich, wenn du da mal vorbeischaust und meinen Kanal unterstützt. Sonst, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin eine gute Zeit. Habe die Idee.